Was ist eigentlich das quantenphysikalische Unbestimmtheitsprinzip bei Burkhardt Heim? Wir werden sehen, in 6 Dimensionen erscheinen diese oftmals mystifizierten Phänomene Quantenverschränkung und Unbestimmtheit als etwas ganz anderes, als wir es von unserer Mainstream-Bildung her gewohnt sind. Und damit kommen wir in diesem Video an einen fundamentalen Wendepunkt unseres Weltbildes. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhardt Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Vielleicht habt ihr in Bezug auf die Quantentheorie schon gehört, dass es zu ihr die sogenannte Kopenhagener Deutung gibt. Alle Aussagen der Quantentheorie haben ja bekanntlich einen Wahrscheinlichkeitscharakter. Man kann, wenn man den Ort oder Impuls eines Teilchens misst, immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, ob er den oder jenen Zustand hat. Und das Verhalten meines Teilchens für die Zukunft betreffend, das erscheint als völlig akausal. Das ist das, was wir seit über 100 Jahren im Labor sehr gut reproduzieren können und was Grundlage von vielen bahnbrechenden technischen Entwicklungen war. Diese Kopenhagener Deutung der Quantentheorie, die wurde maßgeblich geprägt von Max Born, Werner Heisenberg, Niels Bohr, der in Kopenhagen wohnte, Paul Dirac und John von Neumann. Und ihre zentrale Aussage ist, dass diese Unbestimmtheit, also dieser Wahrscheinlichkeitscharakter, ein fundamentales Naturprinzip ist und dass keine weitere Aussage darüber hinaus möglich ist. Das prägt bis heute unser Weltbild. Wie ihr vielleicht schon wisst, standen sich Burkhardt Heim und Werner Heisenberg weder menschlich noch fachlich sehr nahe. Wir werden sehen, auch was die Deutung der Quantentheorie anbelangt, waren sie konträrer Ansicht. Von Albert Einstein stammt dieser sinngemäß überlieferte Spruch, Gott würfelt nicht. Einstein vertrat die Auffassung, dass die Quantentheorie eigentlich unvollständig ist. Er zweifelte nicht ihre Ergebnisse an oder ihre empirischen Konsequenzen, aber er vertrat die Auffassung, dass wir den Prozess, der dahinter steht, einfach nur nicht kennen. Seinerzeit war er mit dieser Ansicht ziemlich alleine und wurde dafür sogar verspottet. Mittlerweile wird diese Ansicht jedoch langsam salonfähig wieder. Nun, Burkhardt Heim, könnt ihr euch vielleicht schon denken, hat natürlich diesen Mechanismus gefunden, den Einstein vermutet hatte und der da im Hintergrund wirkt. Ein Elementarteilchen, nehmen wir zum Beispiel ein Elektron. Das können wir ja durch ein Metroplexgefüge beschreiben. Und dieses Metroplexgefüge, das hat eine graduelle Tektonik, die beschreibt in diesem Fall in den Totalitäten 0 bis 3 den entelechalen Aufbau des Elektrons und es hat eine syndromatische Tektonik. Die beschreibt zu jedem Zeitpunkt den Zustand des Elektrons, also Ort und Impuls. Und wir haben gelernt, diese syndromatische Tektonik, die liegt in x6. Nicht in Abrede stehen natürlich die Fakten, nämlich dass man tatsächlich nicht voraussagen kann bei einer Messung, welchen Zustand das Teilchen einnehmen wird. Burkhardt Heim argumentiert nun aber folgendermaßen. In diesem Metroplex-Kombinat kann man in der syndromatischen Struktur für jede kleinste Zeiteinheit, die das Teilchen existiert, dessen Zustand beschreiben. Das sind zwar unvorstellbar viele Syndrome, aber nicht unendlich viele. Nirgendwo in der Heim-Theorie gibt es Unendlichkeiten. Es kann nun für das Teilchen eine Geschichte festgestellt werden. Heim nannte das die morphologische Geschichtlichkeit. Denn jedes der bereits aktualisierten Syndrome, die in der Vergangenheit liegen, das ist eindeutig, also der Verlauf der Geschichte meines Teilchens, der ist eindeutig. In der Gegenwart aber, wenn es gewissermaßen den Sprung in den nächsten Moment macht, dort hat es für den nächsten Moment eine ungeheure Fülle von Möglichkeiten, sogenannter Futuralpotenzen. Wenn der nächste Moment in der syndromatischen Struktur allerdings aktualisiert wird, dann wird aus diesen vielen Möglichkeiten genau eine ausgewählt, die dann wiederum zum faktisch monodromen Verlauf der Vergangenheit wird. Wir wissen ja, das Verhalten unseres Teilchens, das wird von bestimmten Gesetzen und Symmetrien bestimmt.
Diese erfüllen aber die Kriterien, synchrometrisch gesehen, für Telezentrik, wobei sich das nicht auf das Teilchen als Materie bezieht, sondern auf die Idee des Teilchens. An der Stelle müsste man eigentlich jetzt eine ganze Menge über die Entstehung des Kosmos sagen, würde an dieser Stelle leider zu weit führen, machen wir ein andermal. Die telezentrische Tektonik dieses Metroplex-Kombinates, das man Teilchen beschreibt, die fordert also diese Geschichtlichkeit, auch wenn wir bei einer Messung immer nur ein scheinbar akausales statistisches Ergebnis haben. Der Unterschied ist etwas schwer zu fassen. Wir beobachten zwar einen Prozess, der sich rein statistisch akausal verhält, aber er wird im Hintergrund in x6 von einem deterministischen Auswahlgesetz bestimmt, das wir nicht einsehen können. Deswegen erscheint es uns im Vordergrund eben statistisch. Dass es dieses Auswahlgesetz geben muss und dass es auch nicht in jedem Fall a priori reinen Zufall bedeutet, das können wir übrigens aus weiteren bekannten Phänomenen folgern. Zum einen ist da die sogenannte Quantenverschränkung. Also zwei Teilchen sind an zwei verschiedenen Orten und ihre Zustände sind verschränkt. Das heißt, wenn sich der Zustand des einen Teilchens ändert, ändert sich das andere in denselben Zustand. Ganz egal, wie weit sie entfernt sind. Einstein nannte das etwas scherzhaft verächtlich die spukhafte Fernwirkung. Nun, in 6 Dimensionen ist das ganz leicht verständlich. Ein gemeinsames Auswahlgesetz steuert dann nämlich beide Metroplexe. Und im Auswahlgesetz ist es ganz egal, wie weit die räumlich entfernt sind, ob 1 Millimeter oder ein Lichtjahr. Und deswegen erscheint uns das akausal. Dann haben wir das Phänomen der Quantenkohärenz. Sowohl bei bekannten Sachen wie einem Laser, als auch bei weniger bekannten wie den Biophotonen. Auch in diesen Fällen wirkt ein gemeinsames Auswahlgesetz aus x6 auf verschiedene Metroplexe, die dadurch einen Zustand der Kohärenz einnehmen. Dann möchte ich noch die Ergebnisse der PEER-Gruppe erwähnen. Das Princeton Engineering Anomalies Research Programm führte zwischen 1979 und 2007 umfangreiche Versuchsreihen zu paranormalen Phänomenen durch. Unter anderem wurde die mentale Beeinflussung von quantenstatistischen Prozessen untersucht, wie dem radioaktiven Zerfall und dem weißen Diodenrauschen. Und dabei kam heraus, so statistisch können diese Prozesse a priori gar nicht sein, denn es zeigten sich deutliche Verschiebungen. Alle diese Beispiele zeigen deutlich, es muss einen Prozess im Hintergrund geben, der die syndromatische Struktur der Metroplexe, also der Teilchen, aktualisiert. Und zwar zielgerichtet. Und daraus muss zwingend folgen, dass die Kopenhagener Deutung der Quantentheorie von Heisenberg und Bohr falsch ist. Und Einstein und Heim natürlich sowieso recht hatten. Die beobachteten Quantenphänomene sind die Folge eines bislang unbekannten Prozesses im Hintergrund und deshalb kann die Quantentheorie nicht fundamental sein. Und was bedeutet das metaphysisch gesehen? Es bedeutet, dass die Welt selbst auf der kleinsten Skala nicht nach dem Beliebigkeitsprinzip organisiert ist. Es steckt ein Sinn dahinter. Dieses Absprechen jeglichen Sinnes, das fand ich immer als eine sehr negative Folge dieser vielerorts zitierten Quantenphilosophie. Auch dieser Mythos vom Schmetterlingsschlag und dem daraus resultierenden oder auch nicht resultierenden Wirbelsturm, der wird damit endgültig entlarvt. Wobei man dazu sagen muss, dass das von vornherein nur eine journalistische Übertreibung war, die dann von der Popculture aufgegriffen wurde. Nie hat ein Wissenschaftler so etwas nämlich ernsthaft behauptet. Zum Abschluss möchte ich noch einen Begriff einführen, mit dem Heim diese Auswahlgesetze benannt hat und der uns in den nächsten Videos auch weiter begleiten wird, den Begriff der Maxime. Nach Immanuel Kant ist eine Maxime der persönliche Wille eines Objektes. Und dieses Wirkgesetz, das die Geschichtlichkeit unserer Teilchen bestimmt, das wollen wir in Zukunft eine Maxime nennen. Eure persönliche Maxime sollte natürlich nach Möglichkeit sein, euer Wissen zu erweitern. Und die statistisch wahrscheinlichste Folge davon ist, dass ihr den Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder reinschaut,
bei 6 Dimensionen in Farbe.